Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen diese kleine weiße Eule und ich hoffe, das Video gefällt dir und hilft dir. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal, manchmal hakt das ein bisschen. Dann verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, eine feste Masche, 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede dritte Masche, das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann häkelst du in jede Masche eine feste Masche, also eine ganz normale Runde. Nun wird jede vierte Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Nun wird jede 5. Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann verdoppelst du noch jede 6. Masche, das heißt, du häkelst in die ersten 5 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die 6. 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du wie immer die ganze Runde lang. Dann häkelst du 3 normale Runden, also in jede Masche eine feste Masche. Dann nehmen wir ein paar Maschen ab, und zwar nehmen wir jetzt jede 6. und 7. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst dann in die 6. vorderes Maschenglied ein, in die 7. vorderes Maschenglied, Faden holen und den Faden durch beide Schlaufen ziehen. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Ich zeige es dir nochmal. In die nächsten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. In die 6. einstechen vorderes Maschenglied, in die 7. einstechen vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Dann nimmst du jede 5. und 6. Masche zusammen ab, also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. In die 5. vorderes Maschenglied einstechen, in die 6. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann wird jede 4. und 5. Masche zusammen abgenommen, also in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. In die 4. vorderes Maschenglied einstechen, in die 5. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Jetzt nimmst du noch jede 3. und 4. Masche zusammen ab, also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche, in die 3. vorderes Maschenglied einstechen, in die 4. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen durch alle Schlaufen ziehen.
und auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann kannst du schon mal die Augen anbringen. Ich habe sie zwischen die 9. und 10. Reihe gemacht und dann auch schon mal den Kopf ausstopfen. Jetzt nimmst du wieder jede dritte Masche zu, also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann verdoppelst du jede 4. Masche, das heißt du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 4. wieder 2 feste Maschen. Nun verdoppelst du noch jede 5. Masche, also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die 5. wieder 2 feste Maschen. Dann häkelst du 8 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also 8 normale Runden. Und in dieser Runde nimmst du jede 5. und 6. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und nimmst dann wieder die 5. und 6. zusammen ab. Also in die 5. vorderes Maschenglied einstechen, in die 6. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Dann nimmst du jede 4. und 5. Masche zusammen ab, also in die ersten 3 Maschen wieder jeweils eine feste Masche. In die 4. vorderes Maschenglied einstechen, in die 5. vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Und auch das wiederholst du wie immer die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede 3. und 4. Masche zusammen ab, also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche, in die 3. vorderes Maschenglied, in die 4. vorderes Maschenglied, Faden holen und durch beiden Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede 2. und 3. Masche zusammen ab, also in die erste eine feste Masche, in die 2. vorderes Maschenglied, in die 3. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Und vergiss nicht, dass du jetzt auch zwischendurch immer schon den Körper ausstopfst. Jetzt nimmst du jede 1. und 2. Masche zusammen ab, also stichst du in die erste Masche vorderes Maschenglied ein, in die 2. vorderes Maschenglied, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Wenn du das hast, ziehst du den Faden ein bisschen raus, schneidest den Faden ab, ziehst den Faden komplett durch und jetzt nähen wir das kleine Loch dann noch zu. Dafür nimmst du dir eine Nadel und dann stichst du zwischen oder unter den Maschen durch, nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. Und das machst du, bis du komplett drumherum bist. Wenn du das hast, ziehst du den Faden fest. Und dann kannst du noch 1, 2 Stiche nach rechts oder nach links machen, wenn du magst. Oder auch einen kleinen Knoten machen. Dann stichst du den Faden irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Dann nimmst du dir nochmal den weißen Faden, denn jetzt machen wir diese Dinger an den Augen und stichst da ein in der Mitte. Holst du den Faden, hast du die Schlaufe und ziehst nochmal den Faden durch die Schlaufe. Dann machst du eine feste Masche, gehst ein bisschen hoch, machst noch eine feste Masche, dann machst du ein halbes Stäbchen, also Umschlag, in die nächste Masche einstechen, weiter nach oben, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann wieder ein halbes Stäbchen, also nochmal Umschlag, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann machst du ein Stäbchen, also eine Masche weiter, Umschlag, durchstechen, Faden holen, durch die ersten 2 Schlaufen ziehen, Faden holen, durch die letzten beiden Schlaufen ziehen. Und dann machst du wieder ein Stäbchen, also Umschlag, Faden holen, durch die ersten 2 Schlaufen, durch die letzten beiden Schlaufen. Und nochmal ein Stäbchen, Faden holen, durchstechen, durch die ersten 2 Schlaufen, die letzten beiden Schlaufen und dann kannst du wieder runtergehen und machst ein halbes Stäbchen. Also Faden holen, Umschlag, durch alle Schlaufen ziehen.
Noch ein halbes Stäbchen. Ich mache das bis ich am Auge unten angekommen bin. Und dann mache ich zuletzt eine feste Masche, also kein Umschlag. Und dann ziehe ich den Faden ein bisschen raus und schneide ihn einfach ab. Und das machst du auf der anderen Seite genauso. Wenn du das hast, dann stichst du den Faden wieder irgendwo durch, überall wo Fäden sind. Und dann schneidest du die Fäden einfach ab. Für die Flügel schlägst du wieder einen Fadenring an. Ich schreibe dir das hier an die Seite und Verdoppelzeit bis zu jeder zweiten Masche. Und dann geht es auch schon los. Du machst 2 Luftmaschen, machst einen Umschlag, stichst in die nächste Masche ein, holst du den Faden, ziehst ihn durch die ersten 2, durch die letzten 2 Schlaufen, also wieder Stäbchen. Und davon machst du jetzt 4. Wenn du das hast, machst du eine Luftmasche, wendest das Stück und nimmst jetzt die ersten beiden Maschen zusammen ab, also einstechen, Faden holen, in die nächste einstechen, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann machst du noch eine Abnahme, also wieder einstechen, in die nächste einstechen, Faden holen und durch alle Schlaufen ziehen. Dann machst du wieder eine Luftmasche und nimmst die beiden Maschen ab. Ziehst den Faden ein bisschen raus, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Das sind die Flügel. Dann zeige ich dir, wie du die Flügel annähst. Du kannst sie ganz gerade an die Seite machen oder du machst einen Flügel weiter nach vorne, dann sieht es so aus, als würde sie zur Seite gucken. Dann steckst du dir das fest und nimmst dir einen weißen Faden. Ich nähe nur die Hälfte an, also da, wo der Kreis ist. Ich steche irgendwo von hinten ein und dann stichst du den Körper ein, in den Flügel, ziehst den Faden fest. Dann eine Masche weiter, in den Körper, in den Flügel, Faden festziehen, nochmal, in den Körper, durch die Masche, Faden festziehen. Und das machst du, bis du da drum herum bist, so weit wie du es möchtest. Wie gesagt, ich habe das unten freigelassen und nur um den Kreis genäht. Und wenn du da drum herum bist, dann stichst du den Faden unter dem Flügel durch den Körper durch und kannst dann den Faden einfach wieder abschneiden. Dann häkeln wir die Füße und dafür schlägst du eine ganz normale Schlaufe an. Machst 3 Luftmaschen. Stichst in die zweite Masche von der Nadel aus ein und machst eine feste Masche. Dann machst du noch eine feste Masche in die nächste Masche. Schlägst dann wieder 3 Luftmaschen an. Stichst wieder in die zweite Masche von der Nadel aus ein. Und machst jetzt aber auch eine Kettmasche in die erste Luftmasche, die du gemacht hast. Also Faden holen, durch die Schlaufe ziehen. Und schlägst noch einmal 3 Luftmaschen an. Stichst wieder in die zweite Masche von der Nadel aus ein, machst eine feste Masche, noch eine feste Masche und wieder eine Kettmasche in die letzte Masche, die du da gemacht hast. Also durchstechen, Faden holen und Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Dann ziehst du das Ganze wieder ein bisschen raus und schneidest den Faden einfach ab. Das nähst du natürlich genauso wie den Flügel an, nur halt unten am Körper. Jetzt machen wir noch den Schnabel und dafür stichst du weiter unten ein, kommst da in der Mitte oben raus, wo die 2 Sachen aufeinander kommen und gehst ein bisschen weiter runter. Stichst dann wieder da raus, wo du das erste Mal eingestochen hast und ziehst den Faden fest. Und das machst du jetzt ein paar Mal, bis dir der Schnabel dick genug ist. Dann kannst du mit dem Faden auch noch so ein paar Flecken auf den Kopf machen. Wenn du möchtest, musst du aber nicht machen. Du kannst es auch am Bauch machen und ja, mach das einfach, wie du das schön findest. Und damit ist deine Eule dann auch fertig.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen und wir hören uns dann im nächsten Video wieder und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!